warum ist dieser Mann in jede deutsche Film? Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Montana und ich habe das habe ich noch nie gesagt. Es ist Montana auf Englisch. Ich heiße Montana und ich habe ein Austauschjahr gemacht in Deutschland, in Passau. Ich bin leider nicht mehr in Deutschland wegen Corona, aber ich liebe Deutschland immer noch und ich mache diese YouTube-Videos über Deutschland und Amerika. Heute mein Videothema ist Fragen an die Deutschen. Ich glaube, dass die meisten sind lustig. Ich habe Deutsch nur seit August gelernt, also wenn ich Fehler mache, dann es tut mir leid, aber viele Leute haben gesagt in den Kommentaren, dass sie mögen, wenn ich Videos auf Deutsch mache. Los geht's! Also meine erste Frage an die Deutschen ist, warum benutzen die Deutschen so viel Emojis? Ich habe das immer noch nicht verstanden, weil die Deutschen wirklich benutzen so viele Emojis und in Amerika ist es nicht normal. Als ich in Deutschland war, habe ich viele Emojis benutzt. Und dann haben alle meine amerikanischen Freundinnen mir gefragt, warum benutzt du so viele Emojis? Weil es ist wirklich nicht normal. Wir schreiben hahaha. Hier, ich kann es schreiben hier. Wir schreiben das und nicht mit Emojis. Ich weiß, dass in Deutschland viele Leute benutzen diese Laughing Emoji und auch, ich verstehe nicht, warum die Deutschen benutzen diese Monkey Affe Emoji, weil, was bedeutet das? Keine Ahnung. Es war immer ein Witz mit meiner Freundin, weil sie benutzen die Affen-Emoji so oft und auch Herz. Sie schicken Herz so oft. Und dann meine nächste Frage ist, was ist das Problem mit Mark Forster? Weil ich liebe Mark Forster und vielleicht es gibt nicht so ein Problem mit Mark Forster, aber er ist einfach ein guter Sänger und ich liebe Mark Forsters Musik, aber viele Leute finden Mark Forster peinlich und sagen, dass es peinlich ist, dass ich Mark Forster so viel oder so sehr liebe. Ich finde Mark Forster ein guter Musiker oder Sänger, weil er singt nicht so schnell und dann kann ich mehr verstehen. Zum Beispiel, wenn ich Apache oder deutsche Rap hören, dann verstehe ich nicht so viel. Also meine Frage ist, was ist das Problem mit Mark Forster? Warum finden Leute ihn so peinlich? Und dann gibt es ein Musiker oder ein Sänger, der so beliebt in Amerika ist und ist wie Mark Forster. Also haben wir in Amerika einen Artist wie Mark Forster oder nee? Vielleicht, wenn jemand ist beide Deutsch und Amerikanerin, dann können sie das antworten. Mein nächste, das ist so eine gute Frage. Also mit Deutsch, ich kann sprechen, aber es ist echt schwierig für mich zu alle die, wie heißt es? Ich weiß nicht, Deklination? Vielleicht alles mit Dativ, Akkusativ, Nominativ. Ich verstehe all diese nicht, weil auf Englisch haben wir das nicht. Und meine Frage ist, wenn man Deutscher ist, verstehst du, wenn du sagst eine oder ist es einfach normal in deinem Kopf? Musst du denken, ah ja, hier sage ich eine, weil es Dativ ist oder ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Aber ist es normal für dich oder ist es echt schwierig? Weil für einen Austauschschüler es war immer so schwierig. Meine nächste Frage ist, warum ist dieser Mann in jede deutsche Film? Weil ich habe ein Foto hier und ich weiß nicht, er ist in jedem Film und auch diese Frau, sie ist auch in viele Filmen. Ich glaube, jeder deutsche Film, das ich gesehen habe, war er drin.
das ist vielleicht schlechte Deutsch, aber ja, er ist ein so bekannter Schauspieler in Deutschland. Und es gibt auch viele bekannte Schauspieler und Spielerinnen in Amerika, aber nicht ein so bekannt wie ihn. Ich glaube, er heißt Elias Mbarek. Er ist ein deutscher Schauspieler, aber er ist... Nein, warte. Er ist österreichisch, nicht deutsch. Habt ihr keine anderen Schauspieler? Oder warum ist er so beliebt und bekannt in Deutschland? Ich kann nicht complain, weil alle die Filme, die ich gesehen habe, waren echt gut. Und ich mag Fach die Goethe. Das war ein guter Film. Und was noch? Dreamgirls, glaube ich. Das ist auf Netflix. Meine nächste Frage ist, was ist so besonders über Mallorca? Viele Deutsche gehen nach Mallorca zu Urlaub machen und reisen. Und es ist wirklich so beliebt in Deutschland, nach Mallorca zu gehen. Und ja, leider war ich noch nie in Mallorca. Also ich kann nicht über Mallorca reden, weil ich war noch nie da, aber ich verstehe nicht, warum es so beliebt ist. Ich weiß, vielleicht ist es echt schön und es ist ein Strand, aber warum ist es so bekannt und beliebt? Keine Ahnung. Warum essen die Deutschen Schlagsahne, das nicht süß ist? Ich finde Schlagsahne ohne Zucker so eklig. Es ist nicht lecker. Und ich verstehe nicht, warum würde man Schlagsahne bestellen, wenn es nicht süß ist. In Amerika haben wir eine Dose und mit nicht Luftdruck. Ich habe das in einem anderen Video gesagt. Es war nicht wichtig. Aber ich meine eine Dose und dann mit Luft drin und es ist Schlagsahne oder Whipped Cream. Hoffentlich Schlagsahne bedeutet Whipped Cream. Und es ist immer echt süß, aber für Waffles oder Eis, als ich in Deutschland war, habe ich Schlagsahne gegessen und es war so komisch, nicht süß und nicht lecker, keine Ahnung. Ich wusste nicht, warum essen die Deutschen wenn es nicht süß ist. Mein nächster ist, warum hassen so viele Deutschen Bayern, weil ich liebe Bayern und es war so cool in Bayern zu leben, aber es war wirklich ein Thema in meinem Kommentar, zum Beispiel, man weiß, dass sie in Bayern gewohnt hat oder Bayern ist nicht Deutschland und ich verstehe nicht, warum. Also doch, verstehe ich ein bisschen, weil ich weiß, dass die Kultur in Bayern ist echt anders. Vielleicht ist Bayern einfach zu anders als Deutschland. Keine Ahnung, aber schreib eine Antwort bitte, dann kann ich es lesen und mehr verstehen. Dann meine letzte Frage an die Deutschen ist, warum tagst du deine Freundin in ein Instagram-Post, wenn sie nicht in das Foto sind? Why do you tag your friends in an Instagram-Photo when they're not in the picture? Es ist so, ich finde es so komisch, weil normalerweise gehe ich hier auf die Photos of You und dann suchen für ein Foto, wenn ich eine Person nicht kenne. Dann, wenn ich das in Deutschland gemacht habe, war es so schwer, weil es war niemals die gleiche Person, weil es war einfach ein Freund von der Person. Und keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Es war sehr deutsch, aber es ist nicht deutsch, glaube ich. Glaube ich, es ist europäisch, weil französisch Teens und auch Spanisch Teens, die machen das auch. Also das ist nicht eine Frage für deutsche Leute, es ist eine Frage für alle die Leute in Europa. Ich habe keine mehr Fragen an die Deutschen, aber hoffentlich waren sie ein bisschen lustig. Ich will eure Antwort lesen, also bitte schreibt in die Kommentare eine Antwort für meine Frage und ich werde versuchen, alle zu lesen. Hoffentlich war es nicht
beleidigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!